Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video geht es um eine DLL-Verarbeitungsschwachstelle in den Microsoft PowerToys. Ja, ich habe euch ja bereits vor 3 Monaten eine Sicherheitslücke in den Sysinternal Tools gezeigt und genau diese gleiche Verarbeitungsschwachstelle zieht sich hier auch weiter in die PowerToys. Ja, ich habe natürlich diese Lücke gemeldet. Wir werden uns mal anschauen, wie wir diese Lücke ausnutzen können. Des Weiteren möchte ich euch meine Meinung zu der Sicherheitslücke geben. Es gibt hier unterschiedliche Meinungen, die auch in den verschiedensten Foren oder Berichten bereits kundgetan worden ist, teilweise auch in den Kommentaren zu dem Video. Da möchte ich euch sagen, was meine Sicht auf die Lücke ist. Und zu guter Letzt werden wir uns anschauen, wo denn diese Sicherheitslücke genau zu verorten ist. Wir werden uns das GitHub-Repository von den PowerToys anschauen und ich zeige euch, wo der potenzielle Fehler liegt und vielleicht sogar, wie wir diesen Fehler beheben könnten. Seid gespannt, es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und wir starten sofort wie immer nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Ziel, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich habe es euch ja bereits in der Einleitung gesagt. Microsoft hat mir selber einen Hinweis geliefert, dass diese DLL-Verarbeitungsschwachstelle nicht nur in den Sysinternal Tools zu finden ist, sondern womöglich auch in den PowerToys. Ja, hier sieht man, dass ich, bevor ich das Video von den Sysinternal Tools veröffentlicht habe, kurz davor bereits das Ticket zur unsicheren DLL-Verarbeitung in den PowerToys erstellt hatte. Ja, ich gehe hier nochmal in den Sysinternal Blog, wo ja Microsoft rund um die Sysinternal Tools verschiedene Informationen rausgibt. Und wenn wir hier ein bisschen nach unten gehen, sehen wir im Beitrag vom 29. Januar, wo Microsoft schreibt, dass Zoom-It nun Teil von den PowerToys wird. Wir können auch uns den Beitrag nochmal etwas genauer anschauen und da sieht man es auch. Und der Hinweis, der mich dann nochmal ein bisschen neugierig gemacht hat, ist, dass die PowerToys ja Open Source sind, sodass ich mir die Frage gestellt habe, naja gut, wenn man Zoom-It nun in die PowerToys ranholt und das Open Source ist, vielleicht habe ich da ja einen Ansatzpunkt zum Schauen, wo denn dieser Fehler in der DLL-Verarbeitung liegt. Dazu habe ich mir dann auch noch den Code angeschaut, aber dazu etwas später im Video. Ja, zur Installation von die PowerToys gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten. Ja, zum einen gibt es mal die 2 Architekturen, ARM und x64 und dann unterscheidet sich die Installation von die PowerToys noch, ob wir das entsprechend nur für einen User oder systemweit installieren wollen. Eine Übersicht zu den Installern findet ihr hier auf der GitHub Release-Seite von den PowerToys. Und wenn wir da drauf gehen, sehen wir eben einmal die userbasierte Installation, jeweils für ARM und für x64, als auch die maschinenweite Installation. Ja, wo unterscheiden die sich? Die User-Installation wird im User-Verzeichnis vom angemeldeten User installiert und die Maschineninstallation wird mit Adminrechten im ganz normalen Programmverzeichnis von Windows installiert. Das heißt, wenn wir hier irgendwas manipulieren wollen, brauchen wir Adminrechte. Bei der User-Installation können wir direkt über den User auch Veränderungen im User-Verzeichnis durchführen. Ja, ich habe mir hier wieder eine virtuelle Windows 11 Maschine vorbereitet und habe hier in dem Fall schon die PowerToys in der User-Variante bei mir auf dem System installiert. Wenn ich die Installation hier durchführe, dann legt er im Benutzerordner unter AppData Local PowerToys das ganze PowerToys Toolkit an. Innerhalb von diesem Programmverzeichnis habe ich jetzt hier schon die manipulierte DLL-Datei platziert. Ja, die vorbereiteten DLLs, das habe ich schon mal hier in einem separaten Video gezeigt, wie wir die erstellen. Ich verlinke euch das Video hier oben auch gerne nochmal dazu. Das ist die Grundlage.
Wenn ihr das Ganze mal nachstellen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall mal das Video an. Teilweise muss man natürlich die DLL, je nachdem was für ein Programm man testet, noch ein bisschen anpassen, was die Funktionen anbelangt, die da drin aufgerufen wird. Aber so wie ich das in dem Video da schon mal gezeigt habe, ist es schon mal eine ganz gute Basis, um hier den Test durchzuführen. Aber schauen wir mal zurück und wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal an, wie sich das Ganze jetzt auswirkt. Das als kleiner Flashback, da habe ich mir ja verschiedene Szenarien angelegt, wo ich mir entsprechende DLL-Dateien vorbereitet habe, und ich habe jetzt für unseren Test hier den Taschenrechner 64, sprich eine DLL-Datei schon jetzt vorbereitet, die uns, sofern die DLL-Ausführung erfolgreich war, als Nachweis für die erfolgreiche Codeausführung den Taschenrechner aufstartet. Die habe ich hier wie gesagt schon platziert, und wir schauen uns jetzt als nächstes an, wie wir diese DLL zur Ausführung bringen. Ja, dazu würde ich jetzt mal die PowerToys starten. Sie laufen jetzt hier schon im Hintergrund. Ja, und hier unten in der Menüleiste sehen wir auch hier schon die PowerToys. Ich gehe da mal drauf. So, wir haben jetzt hier die verschiedenen Tools, aber damit wir es ein bisschen noch übersichtlicher sehen, gehe ich hier mal in die Einstellungen rein. Ja, und hier in den Einstellungen haben wir die verschiedenen Tools von den PowerToys, und hier oben sehen wir es auch schon an der Schaltfläche neu. Wenn wir das mal aufklappen, sehen wir Zoom-It. Zoom-It, was jetzt im Prinzip neu hinzugefügt worden ist, und wir möchten jetzt schauen, ob wir mit dieser hinzugefügten Zoom-It-Version auch die gleiche Schwachstelle in der Verarbeitung der DLL-Datei nachweisen können. Geht es da mal drauf. Wir sehen, ja gut, er sagt hier, dass wenn man das über PowerToys und über die Standalone-Version von Zoom-It gleichzeitig nutzt, dass es zu Problemen führen kann. Ich aktiviere hier einfach mal Zoom-It, und wir sehen, hier unten hat sich jetzt eine neue Schaltfläche eingeblendet, und zwar von Zoom-It. Und jetzt wird es spannend, wenn ich hier unten Zoom-It anklicke, ja, wir sehen es schon, dann hat sich der Taschenrechner gestartet. Wir haben ja wieder die Anzeigefehler, weil wir ja die Text-Shaping, also die DLL, die für die Textaufbereitung zuständig ist, überschrieben haben. Aber das führt genau dazu, dass wir jetzt hier diese ungewollte DLL-Code-Execution haben. Der Taschenrechner hat sich hier gestartet, und das ist unser Nachweis, dass die DLL geladen worden ist. Ja, es funktioniert nicht bei allen Tools, nicht alle Tools, aber die auf diese DLL-Ladefunktion, die wir uns dann nochmal später anschauen werden, beruhen. Die sind hier entsprechend verwundbar. Ein zweites Tool, was ich noch auf die Schnelle gefunden habe, ist zum Beispiel dieser Textextraktor. Auch dieser Textextraktor ist verwundbar. Und wenn ich den aufstarte, dann wird auch der Taschenrechner geladen. Er sagt jetzt hier, ich starte den jetzt mal mit diesem Tastaturkommando mit Windows Shift und T. Windows Shift und T. Ja, und ich habe jetzt diese Tastenkombination gedrückt, und wir sehen, statt dem Textextraktor startet sich unsere DLL-Datei. Ja, sehr schön das Ganze, oder ja, auch nicht sehr schön. Auf jeden Fall ist das der Nachweis, dass wir auch hier in den PowerToys die gleiche Sicherheitslücke haben in der DLL-Verarbeitung wie in den Sys-Internal-Tools. Ja, auch dieses Mal hat Microsoft das Ganze natürlich als eine Schwachstelle mit niedriger Kritikalität bewertet. Ja, in der Meldung hat dann auch Microsoft, nachdem sie das Ganze etwas angeschaut haben, ich habe dann nochmal aktiv nachbohren müssen, weil ich einfach keine Informationen bekommen habe, haben sie hier wieder geschrieben, dass es sich hier um eine Lücke mit niedriger Kritikalität handelt. Sie haben das Ganze wieder weitergegeben an das Team, was für die Entwicklung zuständig ist von den PowerToys, und den Fall somit geschlossen. Ja, dieses Verhalten ist teilweise etwas verwunderlich, weil
diese Sicherheitslücken könnten auch abgesichert werden. Es ist nicht so einfach zum sagen, ja, das ist einfach so, sondern wir werden uns dann gerade auch dann nochmal gegen Ende von dem Video natürlich anschauen, wo das Problem liegt und wie wir das Problem vielleicht sogar fixen können. Es gibt zurzeit auch ein paar andere Sicherheitslücken, die ähnlich niedrig bewertet worden sind. Eine verwandte Lücke von dieser DLL-Verarbeitungsschwachstelle finden wir zum Beispiel auch aktuell im Taschenrechner von Windows, also kein Tool, was ich irgendwie erst drauf installieren muss über irgendein Package, sondern was auf jedem Rechner drauf ist, der Taschenrechner. Auch der hat eine DLL-Verarbeitungsschwachstelle. Da war vor kurzem auch ein Bericht eben von einem anderen Sicherheitsforscher im Umlauf oder auch etwa eine aktuelle RDP-Schwachstelle, die durch Sicherheitsforscher gefunden worden ist, wurde ebenfalls mit niedriger Kritikalität bewertet, beziehungsweise ja, was Microsoft per Design so definiert hat, kann keine Schwachstelle sein. Das war die Antwort. Also Problem zum Beispiel bei der angesprochenen RDP-Lücke war, dass RDP das Passwort einmalig online prüft, ob das Passwort stimmt. Beim Aufbau der RDP-Verbindung cached sich das Ganze weg und wenn das Passwort revoked wird, geändert wird, kann trotzdem jemand mit den alten RDP-Daten sich weiterhin am Rechner anmelden. Sagt Microsoft, ist einfach eine Designschwachstelle, also kann es keine Sicherheitslücke sein. Unvorstellbar. Viele Fälle, wo einfach Microsoft sagt, nö, das interessiert uns nicht. Ob das wirklich so unkritisch ist, ich werde jetzt noch auf das ein oder andere Problem eingehen. Ja, es gab ja natürlich auch schon gewisse Äußerungen, ja, ist es denn überhaupt eine Schwachstelle, weil die einen haben gesagt, ja, DLL austauschen kann ich doch bei jedem Programm. Jein. Es gibt vielleicht Programme, die vorsehen, dass ich DLL-Dateien austausche. Vielleicht, wenn es sich bei diesen DLL um Treiberkomponenten oder so handelt, die ich ganz speziell auf die Systeme abstimmen muss. Dann kann es vielleicht sein, dass ich dann spezielle DLLs einbringen muss, damit das Programm sauber läuft. Aber im Normalfall ist das einfach nicht der Fall. Wenn ich eine Anwendung ordnungsgemäß sicher schreibe als Entwickler, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass die DLL immer aus den Verzeichnissen geladen werden, die ich hier definiert habe und die vertrauenswürdig sind. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Wenn ich das Ganze natürlich nicht mache, haben wir hier diesen Standardlademechanismus, wo nach und nach die einzelnen Verzeichnisse durchgegangen werden. Und wenn ich dann im aktuellen Arbeitsverzeichnis einfach veränderte DLLs platzieren kann und die dann ungefragt und ungeprüft ausgeführt werden, dann ist es meiner Meinung nach einfach eine schlampige Programmierarbeit. Ja, ein weiterer Aspekt, der genannt worden ist, war die Tatsache, dass wenn wir hier DLL in irgendwelche Verzeichnisse platzieren können, dann muss ja der Angreifer bereits Kontrolle über das System haben. Auch da sage ich Jein. Es mag vielleicht sein, dass wir hier bereits einen Schadsoftwarebefall haben und hier durch dieses DLL-Planting weitere Angriffe durchgeführt werden, aber es muss nicht sein. Es kann zum einen natürlich die Social Engineering Komponente sein, dass hier Benutzer einfach verleitet werden, bestimmte Dateien irgendwo zu platzieren oder Admin-Dialoge freizugeben oder aber auch entfernten Angreifern einen Fernwartungszugriff gewähren. Das sind alles Mittel und Wege von Social Engineering, die dazu führen können, dass nicht unbedingt ein Zugriff bereits erfolgt ist, aber erst dadurch weitere Kompromittierung vom System durch den Nutzer ermöglicht werden. Ja, ich habe mich natürlich dann nochmal genauer beschäftigt damit, wo kommt denn dieses Problem her? Die Sys-Internal-Tools sind Closed Source, das heißt, wir haben ja keine Möglichkeit reinzuschauen. Vorteil ist aber hier gerade bei DePowerToys, dass wir den Code zu DePowerToys auf GitHub veröffentlicht haben. Das heißt, wir werden uns jetzt mal anschauen, wo auf GitHub diese vermutliche Schwachstelle zu finden ist. Ja, ich habe euch ja gesagt, dass die PowerToys Open Source sind. Und deswegen möchte ich euch jetzt hier in GitHub nochmal zeigen, wo denn das eigentliche Problem von den PowerToys besteht. Die ursächlichen Dateien, die dafür zuständig sind, finden wir hier im Ordner Sysinternals vom Source Code und zwar in der Datei DLLC.
In dieser C-Code-Datei sehen wir den Code, der dafür zuständig ist, die DLL-Dateien in die PowerToys-Anwendung oder auch in die Sys-Internal-Tools, Sie haben es ja hier so 1:1 implementiert, zu laden. Das ist hier unten der Lademechanismus, und was da das Problem ist, das schauen wir uns jetzt hier nochmal etwas genauer an. Ja, diese Verarbeitung, wie hier die DLL-Dateien verarbeitet werden, ist nicht unbedingt wirklich wasserdicht. Das Problem, was wir haben, ist, dass die DLL-Load-Location-System nicht aufgerufen wird. Durch diese Funktion wird ganz fest getriggert, dass hier nur DLL aus den Systemverzeichnissen, also aus den sicheren Verzeichnissen von Windows geladen werden und nicht etwa aus dem Current Work Directory oder aus dem normalen Programmverzeichnis, wenn ich zum Beispiel die Exe-Datei einfach in ein anderes Verzeichnis rüberschiebe. Das ist ein essentieller Mechanismus, der uns vor diesem Angriff schützt. Ja, damit ihr das Ganze jetzt noch ein bisschen besser sehen könnt, habe ich das Ganze jetzt mal hier in einen Code-Editor rüber kopiert, und wir schauen uns jetzt mal die Bereiche an, die hier für die Probleme zuständig sind. Und zwar haben wir das Ganze hier unten in dem Bereich, dort wo die DLL sicher geladen werden sollen. Und zwar, wenn wir uns mal diesen Codebereich hier anschauen, sagt er lädt DLL von einer bestimmten Lokation, die entsprechend in einem Bereich kleiner oder größer sind, beziehungsweise dazwischen liegen, und wenn es nicht in diesem Wertebereich liegt, dann schmeißt er uns hier einen Fehler. Dieser Wertebereich, den wir hier haben, der ist jetzt nicht genau definiert. Nur wenn dieser System entsprechend auf das Systemverzeichnis verweist und wir das Ganze erzwingen, dann können wir auch sicher sein, dass hier keine DLL-Dateien aus dem User-Verzeichnis oder aus irgendeinem anderen Verzeichnis geladen werden, sondern nur aus dem sicheren Systemverzeichnis. Ja, und um das Ganze jetzt hier absichern zu können, müssten wir jetzt hier im Prinzip hergehen, und wir müssten diesen Block durch nachfolgenden Code ersetzen. Das heißt, das weg und das dazu. Und hier sagen wir einfach, solange es sich nicht um die Systemlokation, also zum Beispiel System 32 handelt, also nicht diese Lokation entspricht, dann schmeißt er immer den Fehler. Das heißt, wir sagen hier nicht, die DLL werden aus einem bestimmten Bereich geladen, sondern nur aus dem System, und wenn das nicht der Fall ist, dann brechen wir hier die Verarbeitung sofort ab. Das heißt, wenn wir das jetzt rausnehmen, haben wir schon mal in dem Bereich das Ganze abgesichert. Eventuell müssen wir hier noch eine kleine Ergänzung durchführen, dass das Ganze auch passt. Ja, und der zweite Bereich, der uns hier Probleme macht, ist eigentlich der Bereich hier unten. Der Bereich hier unten ist dafür zuständig, wenn wir die PowerToys auf Systemen unter Windows 7 ausführen. Also allein schon das ist eigentlich relativ fahrlässig. Selbst Windows 7 ist ja bereits schon abgekündigt, dass wir hier dann einen entsprechenden Lademechanismus starten. Ja, und das Ganze hier unten könnten wir dann insofern absichern, dass wir an der Stelle nachfolgenden Code einfügen. Also das ist jetzt hier der neue Code. Das ist das, was bisher drin stand. Ich setze das jetzt hier nochmal ab, also alter Code, neuer Code, und wir legen hier Wert, weil nur ab Windows 7 haben wir hier die Funktion Extended Flag Supported, und nur wenn diese Extended Flag Supported Version aufgerufen werden kann, das heißt, wenn wir sicherstellen, dass wir wirklich ein Windows 7 System haben, dann lädt hier das Ganze aus dem System 32 absolut, und wenn diese Extended Flag Supported nicht zur Verfügung steht, das heißt, wenn wir zum Beispiel auf einem Windows XP System arbeiten, dann schmeißt er sofort einen Fehler und weigert sich, das Ganze auszuführen. Das heißt, der Code-Teil hier kommt raus, und das ist der neue Code-Teil. Hier noch eine Einrückung, und dann passt das Ganze wieder. So wäre der Code im Prinzip abgesichert, dadurch, dass wir diese nicht ganz sichere DLL-Ladefunktion
noch sicherer gemacht haben. An dieser Stelle ist es nun nicht mehr möglich, DLL-Dateien aus dem Arbeitsverzeichnis oder aus dem Programmverzeichnis entsprechend zu laden. Ja, wenn es Microsoft schon nicht machen will, dann patchen wir uns einfach die Tools selber. Ja, ich werde hier auf jeden Fall mal in dem GitHub-Repo von den PowerToys ein Issue öffnen, um auf diese Sicherheitslücke hinzuweisen. Ja, wir haben in den PowerToys auch die Möglichkeit, hier selber entsprechende Issues zu platzieren. Und ja, wir sehen mehr als 5000, sogar über 6000 offene Issues. Ja, ich behalte es mir jetzt hier vor, dass ich auch hier entsprechend auf diese unsichere DLL-Verarbeitungslücke hinweise. Wenn man hier ein neues Issue aufmacht, dann sieht man auch den Hinweis, dass man sich entsprechend an die Vorgaben halten soll. Ja, dann bekommen wir hier den Hinweis, dass wir das Ganze natürlich zuvor erst an das Microsoft Security Response Center melden sollen. Den Weg habe ich eingegangen, die 90 Tage sind auch schon abgelaufen, sodass ich jetzt guten Gewissens auch hier einen entsprechenden Fehlerreport starten kann. Und ich überlege auch, ob ich meine Codeanpassung auch gleich hier als Pull Request innerhalb von GitHub zur Verfügung stelle. Ja, im Fazit nochmal gesagt, diese Sicherheitslücke allein mag vielleicht jetzt nicht das große Risiko darstellen, aber gerade wenn wir Angriffe beobachten, sehen wir natürlich, dass hier viele Täter mehrere Sicherheitslücken in Kombination verwenden. Das heißt, dass wir hier nicht nur diese DLL-Planting oder DLL-Verarbeitungsschwachstelle nutzen, sondern dass wir hier auch noch andere Schwachstellen in Kombination ausnutzen. Warum ist aber gerade diese DLL-Verarbeitungsschwachstelle so interessant? Gerade wenn wir Systeme im Einsatz haben, wo die Ausführung von Programmdateien, also den Exe-Dateien, reglementiert ist, wo wir vielleicht sogar Überwachungsmechanismen am Laufen haben, dass nur gewitelistete Programme ausgeführt werden können auf dem System, gerade dann macht es diese Sicherheitslücke sehr interessant für die Angreifer. Wenn ich zum Beispiel so einen Mechanismus im Einsatz habe, dann kann ich nicht einfach ein Virus.exe auf das System kopieren und ausführen. Nein, diese Virus.exe ist natürlich nicht gewitelistet und kann nicht ausgeführt werden. Also muss ich mich als Angreifer ein bisschen überlegen, was kann ich sonst noch machen. Ich kann jetzt, wenn zum Beispiel der Taschenrechner, um auf das vorhin angesprochene Beispiel nochmal zurückzugehen, den Calc.exe, also den Calculator.exe, könnte ich als gewitelistet vielleicht haben, dann könnte ich meinen Virus in calc.exe umbenennen und er würde trotzdem nicht funktionieren. Warum funktioniert der nicht? Weil von dem Calculator ein Fingerprint gemacht wird. Das heißt, ja, entweder wird geschaut zum Beispiel über einen Hash oder über eine Signierung von der Exe-Datei, ob es sich hier wirklich um die gleiche gewitelistete Datei handelt. Das ist erstmal sehr gut, aber wenn zur Laufzeit, also nicht wenn ich das Programm starte, sondern wenn das Programm läuft, ich hier noch DLL nachlade, dann ist das von dieser initialen Prüfung erstmal nicht vorgesehen. Wenn ich dann diese DLL austauschen kann und mein Whitelist-Mechanismus sagt, ja super, du darfst das Programm starten, weil es passt, es ist in dem Fall auch wirklich das echte, unveränderte Programm, aber dann zur Laufzeit eben bösartige DLL reingeschoben werden, dann haben wir diesen Sicherheitsmechanismus unterwandert und hier ein Schlupfloch gefunden, obwohl das System vermeintlich keinen eigenen Code ausführen kann. Und das ist dann schon richtig brutal. Und ja, wenn dann über so einen Weg dann die Sicherheit gefährdet wird, dann ist das schon in meinem Sinne, dass solche Schwachstellen aktiv und konsequent unterbunden werden. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch interessant, wirklich mal in den Code reinzuschauen, der hier maßgeblich für diese Schwachstelle verantwortlich ist. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke drücken natürlich nicht vergessen. Dann werdet ihr auch über neue Videos über die IT-Security-Themen aktiv informiert. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und ich würde mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit einschaltet. In diesem Sinne, macht's es gut, euer Raik. Ciao.